Wir sind in Deutschland so schlau, wir sind so verdammt schlau, man glaubt es gar nicht. Die Steuereinnahmen sind auf einem Rekordhoch, Deutschland baut Schulden ab. Also wie man mit Geld umgeht, den Dreh haben wir einfach raus. Vor allem sparen, ja, also sparen können wir super und am allerschlausten sparen wir an den Schulen. Die bauen wir so billig und pflegen sie so selten, dass regelmäßig im ganzen Land Schulen unter Einsturzgefahr stehen. Also das ist schon mal sehr clever, da kann man schon mal ordentlich viel Geld sparen. Aber es geht immer noch mehr und sparen kann man nicht nur an Gebäuden, sondern auch an Menschen. Deshalb werden bei uns Jahr für Jahr immer genau pünktlich zu den Sommerferien tausende Lehrer arbeitslos. Also nicht, weil man sie nicht bräuchte, es herrscht immerhin in Deutschland nach wie vor drastischer Lehrermangel, nur bezahlen möchte man sie so wenig wie möglich. Und die super Idee, die wir dafür in Deutschland gefunden haben: Lehrer verlieren zu den Sommerferien ihren Job und werden dann nach den Ferien wieder eingestellt. Das ist kein Scherz. Viele Lehrer bekommen nur noch befristete Verträge, die genau bis zu den Sommerferien gehen, und dann sind sie erstmal 6 Wochen arbeitslos, dürfen sich irgendwie beim Arbeitsamt dann ihr Arbeitslosengeld oder direkt Hartz IV beantragen, und danach gibt es einen neuen Vertrag nach den Ferien, wieder befristet, und das ganze Spiel geht von vorne los. Allein diese Sommerferien haben wir auf einen Schlag rund 5000 arbeitslose Lehrer mehr. Leute, die zur eigentlich schönsten Zeit des Jahres plötzlich gucken müssen, wo sie bleiben und wie es weitergeht für sie. Die gerade zur Urlaubszeit wirklich besonders auf ihr Geld achten müssen. Bei Spiegel Online beschreibt ein betroffener Lehrer seine Situation: Ich musste in meinen Sommerferien Hartz IV beantragen. Ich kann gar nicht beschreiben, wie demütigend sich das anfühlt als junger Familienvater. Wir hatten Existenzängste und haben uns schon gefragt, wie wir das schaffen sollen mit unseren Kindern. So gehen wir mit diesen Menschen um, als hätten sie nicht schon genug Probleme. Eigentlich gilt für Lehrer eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden. Aber tatsächlich arbeiten Lehrer im Durchschnitt über 48 Stunden. Einen kompletten Arbeitstag lassen wir uns von den Lehrern quasi kostenlos zum Spaß hinterherwerfen, Woche für Woche, als wäre das normal oder gerecht. Allein in Niedersachsen lassen wir Gymnasiallehrer jede Woche 50.000 unbezahlte Überstunden machen. Weil wir clever sind, weil das Geld spart. Da kommen wir nicht auf die Idee, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Nein, da lassen wir schön erstmal die Arbeitnehmer, also die Lehrer, schön auf eigene Kosten vor Gericht ziehen, damit sie vielleicht einen fernen Tages, vielleicht sogar mal Arbeitszeiten haben, die mit ihren Arbeitszeiten in ihrem Arbeitsvertrag übereinstimmen. So ein ganz revolutionäres Konzept. Man macht sich ja gerne mal lustig über die Schüler heutzutage, ja, nach dem Motto: oh, sind das die letzten Idioten, die hängen die ganze Zeit nur an ihren Handys und können nicht mehr ordentlich lesen und schreiben und so weiter. Aber soll ich euch mal sagen, wer sich eigentlich aus meiner Sicht wirklich so wie die letzten Idioten im deutschen Bildungssystem vorkommen muss? Das sind wirklich die Lehrer mittlerweile. Das sind diejenigen, die die ganze Scheiße ausbaden müssen, die die Behörden da irgendwo vorm Stapel lassen, und sie bekommen immer mehr Aufgaben, sie bekommen dabei immer weniger Unterstützung und sie bekommen mittlerweile auch immer weniger Wertschätzung. Und diese bescheuerte Praktik von wegen, ja, diese befristeten Verträge immer genau bis zu den Sommerferien, dann wieder nicht, das ist wirklich so der Gipfel der Respektlosigkeit und dabei gleichzeitig wirklich nur die Spitze des Eisbergs.